Willkommen, Freunde der Alkoholvergiftung. Wie der ein oder andere es durch die ein oder andere Audio schon mitbekommen hat, ja, ich habe Karneval gefeiert. Ey, ich kann gar nicht verstehen, aber ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Hier wollte ich noch mal kurz erwähnt haben, dass dieses frohes Neues ein Running Gag von uns ist. Ich weiß ja nicht, was ihr gedacht habt. Der ein oder andere, der die Audio schon gehört hat, ob ihr wirklich dachtet, dass ich so voll bin und dass irgendwie dachte, wir haben ein neues Jahr oder so. Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall ein Running Gag, den kann ich mal kurz erklären. Eigentlich hat es zwei Gründe. Erstens, in der Schule hatten wir mal einen, keine Ahnung, ich weiß nicht, den haben wir wohl irgendwie erst im Februar irgendwie so richtig gesehen, haben uns dann mit Frohes Neues so begrüßt und daraus haben wir dann irgendwie so einen Witz gemacht. Und noch zweitens, weil ich irgendwie Silvester immer mit, also nur den Namen Silvester immer mit Karneval verwechsel. Im Karneval sagt man immer, wir haben Silvester oder so. Ich verwechsel halt einfach nur die Wörter. Ohne Alkohol auch. Ich mache auch allgemein immer so Witze wie Frohes Neues. Zum Beispiel, ich hoffe, euch ist das mittlerweile aufgefallen, dass ich ein sehr sarkastischer Mensch bin. Zum Beispiel habe ich an Karneval immer gesagt, ey, komm nur noch einer, ich muss gleich noch fahren, ne? Natürlich, ich würde nie betrunken fahren, das ist natürlich alles nur Spaß gewesen. Ich wollte auch gucken, ich wollte halt immer die Reaktion darauf sehen, oder was ich auch richtig lustig fand, mir das so vorzustellen. Die Leute, die schon richtig gut dabei sind, denen das gar nicht mehr so wirklich auffällt, dann am nächsten Morgen wach werden und dann so die Sachen, die gesagt wurden, wieder einfallen, dann so, ey, hat der Typ nicht noch gesagt, der muss fahren, der war doch voll blau oder so. Na, okay, so blau war ich jetzt auch nicht, aber irgendwo, man kann schon sagen, gut dabei, ne? Aber auf jeden Fall die Reaktion der Leute dabei immer beobachten. Ey, ich muss nicht noch fahren, gut ist der letzte oder was ich auch immer gesagt habe, ey, das ist nur Saft, ne? Und ich sag euch, an dem einen Tag hatten wir irgendwie, weiß ich nicht, 60 oder 60 bis 70% der ganzen Wodkaflasche war da drin, in dem Saft, es war ein Liter Saft. Also das war, ich kann euch wirklich empfehlen, Kirschnektar mit Wodka, das ist richtig geil. Oder Kirsch ist es, glaube ich. Auf jeden Fall, das ist richtig, wirklich richtig geil. Man schmeckt auch die Wodka gar nicht so wirklich durch. Wenn das hoch gemischt ist, dann merkt man das auf jeden Fall gut im Hals. So war das nämlich auch der Fall. Meinte ich dann noch so, ja, das ist nur Saft, ich muss gleich noch fahren. Der trinkt den Schluck und man sieht so an seinen Augen so, also, den Karneval habe ich eigentlich ganz gut überstanden, jetzt abgesehen von meinem Hals. Der hat ein bisschen was abbekommen. Naja, es war jetzt aber auch jetzt nicht gerade gewollt. Aber auf jeden Fall eine sehr weirde Situation. Aber ich weiß, Karneval ist so, viele sagen, Karneval ist einfach nur für Idiot oder weiß ich nicht was, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Karneval. Das liegt einfach daran, dass es Karneval einfach diese 4, 5 Tage im Jahr sind, wo man einfach mal so richtig no fucks geben kann, wo man einfach mal so richtig die Scheiße aus sich rauslassen kann. Wirklich, also jetzt nicht gegen die Wand oder so, gut, das passiert auch, aber das ist eine andere Sache. Wo man einfach mal so richtig durchdrehen kann, ja, wo die Polizei auch selber dann, weil jeder dreht einfach durch, das ist so einfach das Normalste, wo man einfach mit allen richtig durchdrehen kann und diesen normalen täglichen Alltag einfach mal entkommen kann und einfach mal 5 Tage durch irgendwie Party machen kann, schon morgens um 10 das erste, weiß ich nicht, was reinkippen, was man natürlich nicht machen sollte, mache ich auch nicht, ich trinke wirklich sehr selten Alkohol. Das letzte Mal vor Karneval, wo ich Alkohol getrunken habe, war wirklich Silvester und davor weiß ich auch wieder nicht Monate wieder her oder so, ich trinke wirklich selten, aber wenn, dann muss es schon richtig abgehen, ne? Und ich habe tatsächlich den Commander Krieger getroffen. Das war auch ganz komisch. Der stand auf einmal hinter mir. Ich habe den so reden gehört. Ich drehe mich um auf einmal. Der steht einfach so einen Meter vor mir, hat sich mit jemandem unterhalten. Und ich gucke den erstmal so an. Ich dachte mir, hey, wie kommt der hier hin so, ne? Und dann, ja, ich wollte eigentlich noch so sagen, hey, Commander, geht los. Ich weiß jetzt aber nicht, wie der auf dem Witz zu sprechen ist. Der war gefühlt 2,50 Meter groß und ich wusste jetzt nicht, ob der mich dann auffasst oder so. Nein, natürlich nur ein kleiner Scherz. Auf jeden Fall, gerückter Dude, habe ich dem auch die Hand gegeben. Ja, und kurz danach ist dann einer von uns irgendwie komplett aus den Latschen gekippt. Der ist plötzlich richtig weggekippt. Wir mussten den dann 1,5 Stunden halten. Ich werde mal den Bild einblenden, aber natürlich alle zensieren, weil ich will keinem irgendwie, ne. War auf jeden Fall ziemlich lustig. Er hat 1,5 Stunden im Stehen geschlafen und hat sich dann dreimal noch währenddessen übergeben. Aber nach diesen 1,5 Stunden ist er plötzlich wach geworden und hat einfach weitergetanzt. So komplett, genau das meine ich nicht. Dieses komplett nur Fax geben. Okay, man sollte sich jetzt natürlich nicht so abschießen. Da muss man dann schon darauf achten, dass man auch Leute dabei hat, die einen halten. Na, hier. Und ja, Dubitska ja übrigens auch, ne, der war da neben mir und die anderen natürlich auch, ne. Ich würde mal auf jeden Fall hier im Hintergrund ein paar Bilder einblenden. Allerdings werde ich mich darauf zensieren. Jetzt nicht, weil ich mich irgendwie schäme oder so oder warum auch immer, weil ich nicht will, dass man auf irgendwelchen, weil ich will, dass ich auf irgendwelchen Videos gesehen werde, die vielleicht strafrechtlich relevant sind. Nein, kleiner Scherz. Nee, ich werd mich irgendwann bald zeigen und wenn ich mich jetzt zeigen werde, wäre das irgendwie voll bescheuert, weil dann, weiß ich nicht, ich werde auf jeden Fall ein eigenes Video dazu machen, wo ich mich da zeigen werde, keine Sorge, Leute. Ja, ich weiß nicht, ich kann dir auf jeden Fall keine richtigen Stories erzählen, nur so ein paar Geschichten, also Commander Krieger getroffen oder so, aber so keine wirklichen Stories kann ich jetzt hier nicht wirklich erzählen, weil es immer so kleine Sachen passiert, die für Karneval jetzt auch nichts Besonderes sind, die normalen Alltag komplett, was ist mit dem los, der kommt in die Klapse oder so, sowas ist an Karneval komplett normal. Und die anderen Stories kann ich nicht erzählen, weil ich YouTube-Partner bleiben möchte. Es gibt so ein paar Sachen, die mich an Karneval natürlich auch stören, wie zum Beispiel, ja, dass manche Leute mit jedem irgendwie rumlecken, vor allem die Frauen, also jetzt nichts, aber das ist halt meistens so.
Das habe ich schon jedes Jahr eigentlich beobachtet. Hier voll rumlecken, so man denkt sich, boah, voll verliebtes Paar, würde man sich jetzt normalerweise denken, der Typ ist 2 Minuten weg, direkt der nächste, ne? Teilweise kennen die sich noch nicht mal, ne? Und da muss ich auch sagen, ne, da will ich lieber Abstand von halten, weil ich habe jetzt keine Lust auf lustige Bläschen an den Lippen. Und die andere Sache sind die Schlägereien gut an Karneval, muss ich echt sagen, dass die Schlägereien meistens nicht so eskalieren, weil da erstens viele Leute sind, die direkt dazwischen gehen, zweitens sind das irgendwelche Halbstarken, die sich groß aufspielen, sobald es ernst wird, dann ziehen die den Schwanz ein, was ja auch gut so ist. Da war ich irgendwie in Karneval gefühlt in 3 Schlägereien verwickelt, jetzt nicht, weil ich selber was gemacht habe, sondern weil es direkt neben mir passiert ist. Ich weiß noch einmal war ich so mehr oder weniger so am Rumtanzen, beziehungsweise eher rumspringen, tanzen kann ich gar nicht, macht ja jeder eigentlich so rumspringen, ne? Auf einmal fliegt da so eine Faust vor mir, ne? Ich direkt so dazwischen gegangen, weil ich war einfach verwickelt, ich kannte die auch gar nicht. Ne, und dann war das auf jeden Fall, hat sich direkt wieder erledigt, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, wenn ihr mal Karneval richtig feiert, ne, dann auf jeden Fall bleibt immer bei euren Freunden, in eurer Gruppe. Ja, und jetzt wollte ich noch kurz was zu Lords Mobile sagen. Nach dem Update, ich habe schon, der eine oder andere hat mich schon gefragt, ob ich Lords Mobile vermisse, da kann ich ganz klar sagen, nein. Bin ich auch froh, ich habe das Spiel werde ich auch nie vermissen, also das zumindest zu spielen. Ich habe mir natürlich das alles angeguckt, ich habe auch richtig viel geschickt bekommen, das war einfach unglaublich, was da alles heute abging. Ne? Ich meine, wo ich das jetzt gerade aufnehme, ist kurz nach dem Update erst. Da hat man ja 40 Minuten Truppen werden einfach komplett zerstört. Ich werde mal hier einen Kampfbericht einblenden, der Typ war online, ich werde mal auch das G dazu einblenden, werde ich alles mal zeigen. Einfach komplett krank, was da heute abgeht, komplett krank. 2 Milliarden Spieler genullt oder weiß ich nicht was. Das sind halt nur die Sachen, die man gesehen hat, wer weiß, wie viel eigentlich passiert ist heute. Ich glaub, heute war in Lords Mobile schlimmer als dann Karneval die letzten Tage, ey. Wobei, nein, glaube ich ja nicht. Na egal. Ja, auf jeden Fall, ich gucke mir das alles noch so an, ne? Schön in meiner Liege mit den Füßen auf dem Tisch. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Glück mit was auch immer noch passieren wird. Lasst euch nicht nullen, wobei ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu spät. Naja, habt auf jeden Fall noch Spaß und stay safe.